Freunde, wir hatten ja im letzten Stream bereits Larry Wheels, den wollten wir uns ja auch mal anschauen. Wie lange bleibst du heute online? Ja, noch eine gute Stunde auf jeden Fall. Wir wollten uns ja Larry Wheels im letzten Stream bereits anschauen, nur da gab es Blut im Video und da musste ich das Video nach einer Minute rausmachen, weil Twitch kann dich bannen, wenn du Blut zeigst. Und Larry Wheels hat irgendwie so verrückt Kniebeugen gemacht, Kreuzheben gemacht, dass er am Bluten war. Deshalb machen wir ein anderes Larry Wheels Video. Dann hatten wir schon. Was für eine Harley hast du? Ich habe eine Lowrider S und eine Heritage Softail aus 1997. Die wurde komplett umgebaut. Wie wäre es mal mit Real Life Stream? Was meinst du mit Real Life Stream? Real Life GTA oder was? Ninja geliefert bekommen. Schön, geil. Ja, schön, Mann. Geil. Viel Spaß mit der neuen Maschine und allzeit gute Fahrt. Oha, William Rich. Nein, William nicht Rich. War lang gespartes Geld. Und zudem habe ich die Maschine, die Heritage, zusammen mit meinem Papa geholt. 50-50. Wir werden auch zusammen fahren. Ist Hobby von meinem Vater und von mir. Mach mal Full Day of Eating, William. Ist langweilig bei mir, Full Day of Eating. Ich esse monoton. Du bist unterwegs und streamst unterwegs mit dem Handy. Nein, komm hör auf. Will doch keiner sehen. Was willst du denn sehen? Wie ich hier zum Friseur fahre oder ins Studio oder hier einkaufen? Das ist langweilig. So, danke. Vielleicht sieht man sich in Elberfeld auf den Straßen. Stream, wo du rumläufst ins Gym. Mal gucken, vielleicht in Zukunft. Heute noch Date. Ja, heute später am Abend noch ein Date, deswegen nur bis 20 Uhr ungefähr. Erde macht 50 Minuten Vlogs, 3 Wochen lang. Ja, mach mal Songbattle. Was ist denn ein Songbattle? Kann man mit dir Foto machen, wenn man dich sieht? Ja, natürlich. Das ist doch kein Problem. So, Freunde, weiter geht's mit dem nächsten Video. Und zwar I made a mistake. Larry Wheels. Es ist ein 7-minütiges Talk-Video. Freunde, packt schon mal eure Englisch-Skills raus. Denn jetzt folgt ein Talk-Video von Larry Wheels. Er hat einen Mistake gemacht, er hat einen Fehler begonnen. Ich bin gespannt. Freunde, let's go mit Larry Wheels. The first couple sets felt good, but after the second set, I started feeling Macht Larry Wheels Bodybuilding oder Powerlifting? Ich denke mal, er macht Powerbuilding, ja? Wisst ihr, was ich meine? Er sieht aus wie ein Bodybuilder und ist verdammt stark. Also sowas wie Leonidas, meines Erachtens nach. Gibt es nicht viele, weil die meisten Powerlifter sind ja einfach nur fett, sind einfach nur dick. Aber die Jungs sehen noch brutal aus zudem, deswegen. Welcome back to the channel. So, was hat er jetzt gesagt? Nein, Spaß. Machst du den Übersetzer? Ey, Freunde, wollt ihr euch das echt antun? Ich gucke, ob ich überhaupt alles verstehe. Nein, ich verstehe schon alles. Here I am, back in Dubai after my long vacation. So it was 20 days of no training. And I want to emphasize the 20 days of no training. Okay, er sagt, er hat 20 Tage am Stück durchtrainiert. Nein, Spaß, er hat 20 Tage nicht trainiert. Back. Had a deadlift session at 50%, 3 sets of 8, low volume, low weight, very manageable, no problem. Fast forward 3-4 days after that, and I did attempt to do what I did in my last deadlift session before the vacation, which was 300 kg for 9 sets of 8. So first couple sets felt good, but after the second set, I started feeling a Was hat er gemacht mit 300 Kilo? Kreuzheben oder Kniebeugen? Compression on my lower back. So this was happening because my core was weakened from inactivity, because of no training. I had one arm workout with Lewis, but it was very low intensity, nothing to failure, but my core wasn't being worked by doing any
heavy compound movements such as squat or deadlift. So it was inactive and then weakened. And when your core is weakened, when you have been neglecting your core and you go to do deadlifts, your lower back. Okay, es handelt sich Kniebeugen, sage ich schon, Deadlifts, also Kreuzheben. Is going to be doing a lot of the work. So that's exactly what was happening. Now, in the heat of the moment, I had tunnel vision. All I was thinking about is, oh shit, only have a few weeks before the competition. I need to make up for lost time. But in trying to do so, I rushed to an injury. So I have a small grade 1 strain, tear, if you will, in my lower back. So my PT, David Johnson, as always, he's a genius when it comes to this stuff. He diagnosed me yesterday, and he said my pelvis was out of line and there is a strain. Ich muss mich gerade richtig konzentrieren, um alles zu verstehen, Freunde, ne? Wirklich, Freunde. In my lower back. So, look, in the big picture, in a month or two, I'll be able to do my 455 kg deadlift. But for the immediate future, I cannot do this competition in August. It's a strongman comp, Middle East strongest man. I'd be foolish to think that with just 3 weeks of training, which is the amount of training I had left before the comp, I'd be able to perform well at the competition. I'd be able to perform to my expectations that I initially set when signing up. Right now, I need at least another week of building back up, testing the waters, making sure my back's okay, and then I need to rebuild that conditioning I had before I went on the vacation. That takes time. Also Freunde, er hat einfach nur eine Verletzung, beim Kreuzheben. Das habe ich auf jeden Fall verstanden und ihm geht's nicht so gut, ja. There's only 3 und sein Bauch ist nicht so stark, deswegen hat er sich dann verletzt, ja, sein Core ist nicht so gut ausgeprägt, hat er auch gesagt, oder durch eine Trainingspause da, deswegen. Welche Pizza soll ich bestellen? Pizza Parma mit ordentlich Knoblauchöl. The most, if we really push it, 4 weeks of hard training left before the competition, it's just not feasible to be able to do that with my back in its current condition. Again, luckily for me, thinking I could come back after a 3-week layoff. Wollte ich gerade sagen, Dreamstyle. Gib mir noch 2 Wochen, wollte er sagen. And resume the extremely hard high volume training I was doing. That all I got was a small strain, but this small strain is a big stick in my foot for the situation I'm in, because I only have a few weeks of training left, and I can't immediately from this day forward go back to the training I was doing, because again, I need to build up that conditioning, and that takes time. So I am pulling out, but also, dass seine Verletzung wieder geheilt wird, braucht seine Zeit. Es dauert ein bisschen, es geht nicht von jetzt auf gleich, aber I am still going for the 1,000 pound deadlift. I'm just going to. Der will 1000 Pounds Deadlift machen. Das ist sein Ziel. Wie viel sind 1000 Pounds? 470 Kilo oder so? Pounds to Kilogramm. Wir gucken jetzt. Das sind 453,5 Kilo, um es genau zu sagen. Unfassbar, Alter. Die will der ziehen vom Boden aus. Das ist doch krank. Push the date a bit further. Let's say instead of doing it late August in the day of the competition, I'll do it in September. Because to be honest, that's my priority. Squat, bench, deadlift, overhead press, like these. Der Typ ist so fucking stark, ne? Das ist doch nicht normal, Mann. To my favorite lifts, and the deadlift being. Ja, er verschiebt es auf September statt August. At the tippy top of my favorite lift. And I'm really looking forward to doing that. The other strongman movements, there is a learning curve. I'm still a baby in the sport, and to become efficient at doing things like yoke, farmers, log clean and press, that takes time. And also der lernt jetzt auch nochmal die Strongman-Disziplin, die wir schon aus einem Video kannten, wen hatten wir da? Sascha Huber hat doch die Strongman-Disziplin geballert mit dem Kohlruss. Das lehnt er jetzt auch alles. I'm already about to be, in my late 20s. I've been doing powerlifting for a decade. And am I ready to go through that learning curve and deal with these back-to-back injuries, which are inevitable? Look, Mark's a great coach, and I'm a good student, but there's really only one way to learn, and you have to just put yourself through it and see what works or doesn't work for you. And as a result, you're going to get hurt in the beginning.
You know, for me, squat, bench, deadlift-related injuries are very rare because I feel I've mastered the movements. I feel extremely confident with my... Selbst wenn man die Übung perfekt umsetzt, von der Technik her zu 100%, sind es dennoch Übungen, in denen man sich am schnellsten verletzt in dem Sport. Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken. Das sind die Übungen, wenn man die frei ausführt, selbst wenn die Technik sitzt, an denen man am schnellsten sich irgendwas zuzieht, Freunde. My peaking training program for them, with my technique, everything is on point. I've been doing it for damn near half my life, but I was strongman nearly a mere year in the sport, right? So I'm not sure how ready I am to face that learning curve because I don't think it's worth it to me at the moment to risk injury, you know, because the risk for me right now, being new to the sport, is very high. I already got injured twice. Granted, small injuries, but they're big setbacks when you're preparing for competition. A small injury sets you back weeks, and you only have weeks to work with when you're training for a competition. And if you take that risk and try and train through the injury and go into the competition anyway, there's a very big chance to either make the injury much worse than it is. It'll go from a small injury to a major one that could set you back months or permanently, or you'll greatly underperform. You will not have that confidence with any injury going into competition as if you weren't injured going through the competition. So I only enter competition or attempt a PR if I'm healthy and everything feels 100% okay. I never attempt PRs or attempt to do competition if my body is not healthy or if I have any injury, any... Ist normal, wenn man in so einer Branche tätig ist, beziehungsweise in der Szene, was Branche sage ich schon, in der Szene vom Powerlifting und halt Weightlifting, wo es nicht auf Optik geht, sondern nur auf Kraftwerte, da würde ich niemals an einem Wettkampf teilnehmen mit irgendeinem Wehwehchen oder irgendeiner Verletzung. Erstens, ich will mir niemals noch eine schlimmere Verletzung zuziehen, was dann ja auf jeden Fall sein kann, zutreffen kann. Und zudem will man ja seine vollste Leistung erreichen und die schafft man nur, wenn man kerngesund ist. Anywhere in my body, no matter how big or small it is. So I'm sorry to let the strongman fans down who want to see me do this comp, but I need to look after my health first and foremost. But don't worry, I'm still doing the 1,000 pound deadlift. That's still on schedule. I'm just pushing it back. On that note, as always, thanks for tuning in to the channel. I love you guys. Like, subscribe, comment, share with your friends, and I'll see you very soon. Bye bye, Larry Wheels. Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.